Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, heute werfen wir wieder mal zwei Hunderassen gegeneinander ins Rennen. Und um welche Hunde es geht, wissen Sie selbstverständlich schon. Ja, um den mächtigen Dogo Argentino und den starken American Bulldog. Zwei Hunde mit Power. Ja, zwei Hunde der Superlative für Leute, welche sich in dieser Liga bewegen, so wie ich einer bin. Ich bin ein großer Fan beider Hunderassen. Ja, obwohl die abstammungstechnisch so gut wie nichts miteinander zu tun haben, ähneln sie sich anatomisch doch sehr. Deswegen dieses Vergleichsvideo. Sehen wir uns kurz mal die Entstehungsgeschichte beider Rassen an. Kurz zusammengefasst, beginnen wir mit dem Dogo Argentino. Nun, mit diesem Hund versuchte im 19. Jahrhundert ein argentinisches Brüderpaar den ultimativen Großwildjagdhund zu erschaffen. Als Basis diente ihnen die damals noch existierende Cordoba-Doge, auch genannt Cordoba Fighting Dog, ein Hundetyp, der heute als ausgestorben gilt. Ja, und mit dieser Cordoba-Doge verpaarte dieses Brüderpaar mehrere europäische Hunderassen. So erblickte schließlich dann der Dogo Argentino das Licht der Welt, der heute zu den besten Parker-Rassen auf der ganzen Welt gehört. Einer der sportlichsten und auch einer der schönsten Molosser-Rassen überhaupt. Meiner Meinung. Ich bin ein Riesenfan dieses Hundes. Der American Bulldog entstammt in direkter Linie English Bulldogs, die mit ihren Besitzern Richtung USA ausgewandert sind, die dort etwas perfektioniert wurden. Die wurden zum besten Farmershund der Welt geformt. Diese English Bulldogs wurden größer gezüchtet, um sich besser gegen Kojoten und Wölfen behaupten zu können. Ihnen wurden Wachhunde, Schutzhunde und Jagdeigenschaften angezüchtet. Ja, heute ist der American Bulldog sowie der Dogo Argentino ein ganz beliebter Familienbegleithund, Arbeitshund, Wach- und Schutzhund, aber ebenfalls eine der besten und beliebtesten Parker-Rassen auf der ganzen Welt und einer meiner persönlichen Top 3, wie viele von Ihnen wissen. Ja, sehen wir uns diese Hunde mal im direkten Vergleich an. Sehen wir uns an, was die miteinander verbindet, was sie voneinander unterscheidet, wer für wem mehr geeignet ist und so weiter. Und beginnen wir gleich mal mit der Größe. Vorneweg sei gleich gesagt, dass in diesen Vergleichsvideos immer Hunde miteinander verglichen werden, welche den typischen Hund ihrer Rasse darstellen, sowohl anatomisch wie auch charakterlich, denn anders geht's nicht. Ja? Also, somit sei alles in diese Richtung gesagt. Also, die Größe, und wenn wir uns hier strikt an den Standard halten, sind das eigentlich gleich große Hunde. Obwohl, ich habe was vergessen. Eigentlich vergleichen wir hier ja nicht zwei Hunde miteinander, sondern gleich 4 an der Zahl. Denn während es den Dogo Argentino nur in einer Ausführung gibt, ja, es gibt Leistungslinien und Showlinien, aber es gibt eigentlich nur einen Dogo, gibt es den American Bulldog in 3 Varianten. Und zwar beginnen wir mit dem leichtesten, das ist der Scott oder auch Standard-Typ genannt. Der leichteste, athletischste, kleinste. Dann gibt es den Hybrid-Typ, der ein Mix ist aus Scott-Typ und den Johnson-Typ, der der schwerste, größte ist, den meisten Bulldog-Einschlag hat. Ja. Also eigentlich vergleichen wir hier 4 Hunde miteinander. Aber ich versuche das so gut wie möglich zu handeln. Also nochmal zurück zur Größe. Wenn man es genau nimmt, sind der Dogo Argentino und der American Bulldog gleich große Hunde. Bei beiden spricht man von Schulterhöhen bis zu 68 cm. Wobei ich der Meinung bin, dass diese Schulterhöhe beim American Bulldog eher der Johnson-Typ erreicht. Der Hybrid und der Scott-Typ werden etwas kleiner, meine Meinung. Im Gewicht sieht es etwas anders aus, denn da zieht der American Bulldog etwas davon, allerdings nur der Johnson-Typ, denn der erreicht in der Praxis nicht selten knapp 60 Kilo. Während man dem Dogo Argentino laut Standard nur bis zu 45 Kilo erlaubt, doch auch das entlockt uns Molosser-Fans ein zartes Lächeln. Viele Dogos laufen da draußen mit über 50 Kilo herum. Manche klopfen vielleicht sogar bei 60 Kilo an. Und ich wage zu behaupten, damals einen Dogo Argentino gerichtet haben auf einer Ausstellung, wo ich als Richter fungiert habe. Von dem habe ich Ihnen schon erzählt. Der welcher sich wie ein Dämon
gebärdet hat. Also der hatte schon 56, 57 Kilo, davon bin ich überzeugt. Großer, schwerer Dogo-Rüde. Ja, also gewichtstechnisch. Der Dogo Argentino, der Scott-Typ des American Bulldogs ist hier vielleicht der leichteste. Sag mal, der bewegt sich so zwischen 35 und 40 Kilo. Dann kommt der Hybrid-Typ, der etwa dieselbe Schiene fährt wie der Dogo Argentino, sich so bei 40, 45 Kilo einpendeln wird. Und den schwersten dieser Hunde stellt der American Bulldog des Johnson-Typs dar. Der sich zumeist mit Rüden 50 Kilo zufrieden geben, die aber auch schwerer werden. Ja, also, gewichtstechnisch, ja, ich habe es gerade erzählt. So ist das halt. Fellbeschaffenheit, da nehmen sich beide Rassen nicht viel. Weder die 3 Varianten des American Bulldogs noch der Dogo Argentino, das sind kurzhaarige Hunde mit recht wenig Unterwolle. Sehen wir uns jetzt mal den Bewegungsdrang an. Ja, der Dogo Argentino ist ja unter Molosser-Fans als so ziemlich der triebigste der Molosser bekannt. Also er gehört sicher zu den triebigsten, bewegungsfreudigsten Molossern, zu den sportlichsten Molossern. Das ist unbestritten. Doch dazu gehört auch der American Bulldog und da ist es egal, welche Variante. Ich möchte sagen, dass der Scott-Typ des American Bulldogs, also der Standard-Typ, der schlankeste, leichteste, vielleicht sogar einen Ticken triebiger ist als ein normaler Dogo Argentino, der nicht unbedingt aus Leistungszucht stammt. Ich sage ja, als ein normaler Dogo Argentino. Hier kann es leicht sein, dass der Scott-Typ, der Standard-Typ des American Bulldogs, ein klein wenig mehr Triebigkeit vorweist. Ich denke, dass der Hybrid-Typ, also die Variante, dieser Mix zwischen Scott und Bully-Typ des American Bulldogs, bewegungsdrangmäßig, triebigkeitstechnisch am ehesten mit dem Dogo Argentino zusammenkommt. Die teilen sich da dieselbe Schiene, möchte ich sagen. Der Johnson-Typ des American Bulldogs, der Bully-Typ, der schwerste, der ist hier am gedämpftesten unterwegs. Doch selbst der hat eine gesunde Triebigkeit vorzuweisen. Dogo Argentino und American Bulldog, egal welche der 3 Varianten, sind Hunde mit guter Triebigkeit, aber überschaubarer Triebigkeit, bei weitem nicht in Sphären unterwegs wie Malinois oder die triebige Terrier. Das ist klar. Dennoch sind das Hunde mit hohem Bewegungsdrang. Recht hoher Triebigkeit, ganz besonders für Molosser-Rassen. So möchte ich es stehen lassen. Leistungsfähigkeit, heikles Thema, heikles Thema. Der Dogo Argentino ist für mich ein Sportwagen unter den Hunden. Der ist nicht nur schnell und ausdauernd, der ist wahnsinnig stark. Und selbst ein 30 Kilo schweres Dogo Argentino Mädchen kann mehr Dampf entwickeln als viele gleich schwere Hunde anderer Rasse. Der Dogo Argentino ist nicht umsonst einer der beliebtesten und besten Packerrassen der Welt. Jeder Saupacker muss ein Hochleistungsgerät sein, möchte ich sagen. Doch vergessen Sie nicht, auch der American Bulldog ist einer der beliebtesten Saupacker. Ergo, auch das ist eine Hochleistungsmaschine. Und das ist er auch. Ich möchte sogar sagen, dass der Scott-Typ, also der leichteste der 3 Varianten des American Bulldogs, leistungstechnisch 1:1 mit dem Dogo fährt. Er ist vielleicht, wenn wir es ganz genau nehmen, nicht ganz so stark wie der Dogo Argentino, nicht ganz so schnell wie der Dogo Argentino. Aber viel geht ihm da nicht ab. Der Hybrid-Typ wäre eine gute Alternative, wenn es um die allgemeine Leistungsfähigkeit des American Bulldogs im Vergleich zum Dogo Argentino kommt. Der Johnson-Typ des American Bulldogs ist der vielleicht etwas stärkere Hund, dem es allerdings etwas an Explosivität, an Beweglichkeit im Vergleich zum Dogo Argentino fehlt. Allgemein gesehen möchte ich sagen, dass, wenn es um die allgemeine Leistungsfähigkeit geht, hier vielleicht der Dogo Argentino am besten abschneidet, aber nur knapp. Denn da wird sehr knapp, speziell vom Standard-Typ und vom Hybrid-Typ verfolgt, wenn es geht um Geschwindigkeit, um Ausdauer, um Explosivität. Doch auch der Johnson-Typ des American Bulldogs hängt dem Dogo Argentino da nicht im viel nach. Ich sage Ihnen was, ich sah American Bulldogs des Johnson-Typs mit weit über 50 Kilo Gewicht beim Springpole-Training. Wenn Sie diesen Hund regungslos vor sich stehen sehen, trauen Sie ihm diese Beweglichkeit, diese Explosivität nicht zu. Auch der schwere Johnson-Typ des American Bulldogs ist ein wahnsinnig explosiver Hund für seine Anatomie. Verstehen Sie, was ich meine? Also beide Rassen, sowohl der Dogo Argentino wie auch der American Bulldog aller Variationen, sind äußerst leistungsfähige Hunde. Doch wie gesagt,
hart auf hart gesehen mag hier vielleicht der Dogo Argentino einen Zentimeter vorne sein. Vor den ebenso Hochleistungskandidat American Bulldog, wenn ich so sagen kann. Also wahnsinnig leistungsfähige, starke, schnelle, explosive, ausdauernde Superhunde. So, Thema Trainierbarkeit. Hier setzt sich für mich, das ist in Stein gemeißelt, der American Bulldog klar vom Dogo Argentino ab. Ich möchte das so begründen. Schauen Sie, auch der Dogo Argentino ist ein Hund, der trainierbar ist. Und mit Sicherheit laufen da draußen irgendwo Argentinier herum, die am Abrichteplatz glänzen können. Doch ich garantiere Ihnen, dass der typische Rassevertreter, wenn wir hier beide hernehmen, des American Bulldogs der trainierbare Hund ist. Der Hund ist, der mit mehr Will to Please ausgestattet ist. Ganz sicher. Das ist der Hund, der schon immer intensiver mit seinem Herrchen, mit seiner Familie zusammenarbeiten musste. Der musste schon immer mehr auf Kommandos reagieren und hören als der Dogo Argentino, der weit häufiger als reiner Jagdhund gehalten wurde. Weit öfter selbstständig handeln musste als der American Bulldog. Hüte, Treib, Jagd, Wach- und Schutzhund. Ja. Ist so. Also, der Dogo Argentino mit Sicherheit ein trainierbarer Hund. Doch würde ich von diesem Hund die Finger lassen, wäre ich ein Mensch, der es in Zukunft auf den Hundeabrichtersport abgesehen hat. Anders sieht es beim American Bulldog aus. Und hier ist die Variante völlig egal. Denn sowohl der leichte Scott-Typ wie der mittlere Hybrid-Typ oder auch der schwere Johnson-Typ sind alle drei Varianten exzellent zu trainierende Bulldoggen, Molosser, mit dem man den einen oder anderen eingefleischten Gebrauchshunde-Fan am Platz überraschen kann. Davon bin ich überzeugt, das ist meine Meinung. Also, Trainierbarkeit vorhanden bei beiden Hunderassen, exzellent zu trainieren der American Bulldog, ein Top-Gebrauchshund, bedingt der Dogo Argentino aufgrund seiner Vergangenheit. Ganz einfach, so ist das für mich. Thema Wachhund. Ja, schauen Sie, hier nehmen sich beide Hunderassen nicht viel. Weder die drei Varianten des American Bulldogs noch die eine Variante des Dogo Argentinos. Das Bewachen war schon immer die Aufgabe von beiden Hunderassen, ganz besonders aber des American Bulldogs. Dennoch würde ich sagen, ja, übertrumpft hier keiner den anderen. Es sind beide Hunderassen exzellente und zuverlässige Melder, welche auch optisch ihre, sag ich mal, Aufgabe durch ihre imposante Optik, ihre Wachaufgabe exzellent erledigen. So möchte ich beide Hunderassen beim Thema Wachhund beschreiben. Thema Schutzhund, ja, das sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Und hier bin ich der Meinung, bin davon überzeugt, dass der American Bulldog der bessere Schutzhund ist. Na, schauen Sie. Wenn es rein um die körperliche Eignung oder um die geistige Einstellung geht, nehmen sich beide nicht viel. Das sind exzellente Brocken. Ja. Beide mit dem Willen ausgestattet, ihre Besitzer bis zum Äußersten zu beschützen. Ja. Und als Schurke möchten sie weder Dogo Argentino noch American Bulldog als Gegner haben. Ja. Mit Sicherheit nicht, ja. Außer sie sind ein Wahnsinniger. Aber der American Bulldog ist der kontrollierbarere Hund, der führigere Hund, der lenkbarere Hund. Ganz sicher, schauen Sie, jeder ist anderer Meinung, das ist meine Meinung, so habe ich das erlebt. Ich hatte schon viel Begegnungen mit American Bulldogs und mit Dogo Argentinos. Das ist mein Eindruck der beiden Hunde. Vielleicht liege ich falsch, ich glaube es aber nicht. Im Fall der Fälle, im Extremfall, wenn der Hund im Adrenalinrausch steht, in einem Tunnel drinnen ist, haben Sie schneller und kontrollierter Zugang zum American Bulldog als zum Dogo Argentino, mit welchem Sie weit mehr zu arbeiten haben, um aus dieser Situation wieder rauszukommen. Sie wissen, wovon ich spreche. Und das ist allein der Grund, weshalb der American Bulldog für mich den besseren Schutzhund darstellt. Guter Schutzhund ist für mich nicht nur ein Hund, der körperlich dazu fähig ist, durch Schmerz seinen Besitzer selbst vor einem T-Rex zu beschützen und auch geistig gewillt ist dazu, sondern der auch kontrollierbar ist im Fall der Fälle. Ja. Adrenalin überflutet in einem roten Tunnel drin, hier da wieder raus zu holen ist. Das ist für mich dann ein sehr guter Schutzhund. Und hier eignet sich der American Bulldog für mich auf jeden Fall besser. Mag Ausnahmen geben, das haben wir vorher besprochen. Wir sprechen hier vom typischen Rassevertreter. Und da ist der American Bulldog für mich der geeignetere Schutzhund. Das ist meine Meinung. Dabei bleibe ich. Exzellente Schutzhunde sind beide. Ja. Thema Familienhund. Beide sind tolle Familienhunde. Der bessere ist der American Bulldog, weil es ein Bulldog ist. Ganz einfach. Dieser Hund hatte schon immer viel mehr Kontakt seit seiner Existenz mit Großfamilien. Lebte immer
intensiver zusammen mit kinderreichen Familien als der Dogo Argentino, der weit häufiger abgeschottet als reiner Jagdhund in Zwingern gehalten wurde. Ist so, schauen Sie. Und das manifestiert sich in einem Hund. Ist so, so wie sich manche Charaktereigenschaften bei Terriern oder bei Herdenschutzhunden manifestieren, manifestiert sich auch so etwas. Der Dogo Argentino ist charakterlich mehr der echte Jagdhund. Wissen Sie, was ich meine? Der ebenfalls ein guter Familienhund ist und ja, auch hohe Toleranz Kindern gegenüber zeigen kann. Davon sagt ja keiner was. Aber der American Bulldog ist der typischere Familienhund. Mit Großfamilien fühlt sich wohler in großen Familien, wo es wimmelt vor Kindern, wo es laut ist. Ja. Meine Meinung. Deswegen ist er für mich der bessere Familienhund. Das ist der einzige Grund. Ja. Vergleichen Sie den American Bulldog oder sehen Sie den American Bulldog Charakter diesbezüglich ähnlich wie den des deutschen Boxers, des Amstaff, Sie wissen schon. Manchmal im positiven Sinne. Ja, richtige Clowns. Der Dogo ist hier auch Schmusebären. Habe ich schon einen Dogo kennengelernt in Wiener Neustadt, einen Schmusebären. Den erzähle ich Ihnen dann gleich ganz kurz. Aber er ist dennoch etwas ernster unterwegs als der American Bulldog. Ganz sicher. Zumindest waren es die ich kennengelernt habe. Ja. Vielleicht haben Sie ja den lustigsten Dogo der Welt zu Hause. Ja, dem fehlt nur die rote Nase. Ich weiß es nicht. Kann möglich sein. Weiß es nicht. Ja. Aber Thema Familienhund, beide sind tolle Familienhunde. Für mich der bessere, der American Bulldog. So, allgemeine Haltung und Gesamtfazit. Schauen Sie, das sind Hunde, die sich optisch sehr ähneln. Beide kommen oftmals reihenweise daher, speziell der Dogo Argentino, der ja auch manchmal einen schwarzen Fleck haben darf. Der American Bulldog ist oftmals farbiger unterwegs, aber auch sehr häufig in reihenweise zu finden. Ja. Also, sie sind sich anatomisch ähnlich, speziell die leichteren Bulldog-Typen des American Bulldogs wie der Standard oder der Hybrid sehen oft gefährlich nahe wie ein Dogo aus oder umgekehrt, ein Dogo oft gefährlich nahe wie ein Standard-Typ oder Hybrid-Typ des American Bulldogs. Also die kann man schon miteinander verwechseln und da müssen sie nicht so weit weg sein. Ist so. Charakterlich unterscheiden sie sich schon etwas mehr. Ich möchte sagen, dass der American Bulldog generell der lenkbarere Hund ist, der führigere Hund ist, der sich für mich, für ein Leben im urbanen Gebiet weit mehr eignet als der Dogo Argentino. Der Dogo Argentino, obwohl er eigentlich die jüngere Hunderasse ist, ja, eher der urtümliche Hund ist, geistig, der vielleicht eher am Land besser aufgehoben ist. Ja, in einem stark zugebauten urbanen Gebiet ist überhaupt kein Hund gut aufgehoben, meiner Meinung nach. Nicht mal ein Chihuahua. Sie verstehen schon, was ich meine. Dennoch kommt der Dogo Argentino, glaube ich, eher mit ländlichem Gebiet besser zurecht als der American Bulldog, der das alles etwas lockerer nimmt. Generell ist der Dogo Argentino für mich der etwas seriösere Hund, der nicht ganz oft den Clown heraushängen lässt wie der American Bulldog. Der American Bulldog besitzt mehr Will to Please, davon bin ich überzeugt. Er ist lenkbarer, er ist führbarer, es ist eine individuelle Geschichte, aber wir gehen vom typischen Hund aus. Und hier ist der American Bulldog der trainierbarere Hund, der Ihnen schneller mal gehorcht, wenn was sein soll. Denn schauen Sie, beide Hunde, auch wenn es die leichtesten Vertreter ihrer Rasse sind, können eine enorme Power vorweisen. Und hier sollte man schon eine gewisse körperliche Fitness mitnehmen, um diesen Hund auch führen zu können, wenn der mal nicht gehorcht, weil irgendwas ist, eine läufige Hündin vorbeiläuft oder weil er ausgeprägten Jagdtrieb hat und beides sind Jagdhunde, ja, kurz vor ihnen ein Reh oder ein Hase wegbricht, ja, und sie den Hund an der Leine haben. Und dann kann es schnell passieren, dass man sprichwörtlich auf der Schnauze liegt, wenn man etwas zu wenig Körperschmalz mitnimmt bei einem dieser Hunde. Wie gesagt, selbst die leichtesten Vertreter bei der Hunderasse sind, dass nur 30 Kilo schwere Hunde sind, die wirbeln mächtig Staub auf, das kann ich Ihnen versichern. Das sind keine Hunde für Menschen, die sich schnell entschlossen mal für einen Hund entscheiden. Auf gar keinen Fall. Und hier am wenigsten noch von diesen der Dogo Argentino, der schnell mal ins Fern abrutschen kann, die schon ziemlich ungemütlich werden, wenn man da nicht aufpasst. Und ich habe ja Dogos in allen Variationen kennengelernt. Ich erzählte Ihnen mal in einem Video von dem Dogo Argentino, den ich gerichtet habe auf einer Ausstellung, der sich gebärdet hat wie ein Dämonenfürst aus der Hölle. So etwas... Was soll ich sagen? Der Hund war, jo, hört sich jetzt blöd an, aber der war blutrünstig. Das war der Hund mit dem kräftigsten Gebiss, also mit den, der Hund verfügt über die größten Kaniden-Fangzähne, die ich jemals bei einem Hundegebiss gesehen habe. Und ich sah schon einigen Hunden, speziell auf Ausstellungen als Richter ins
in die Zähne hinein. Der Hund hatte einen Dampf unter der Haube, dem lief das Testosteron aus den beiden Ohren hinaus. Was soll ich Ihnen sagen? Sehen Sie sich das Video an, wo ich Dogo Argentino mit Rottweiler miteinander vergleiche. Da hören Sie diese Geschichte etwas detaillierter, aber Wahnsinn. Ja, also nicht ein Hund für die oberen 10.000, sondern ein Hund für die oberen 10, möchte ich mal sagen. Ja. Besitzer tat mir leid. Ich traf allerdings auch schon Dogo Argentinos. Einen kenne ich ganz gut, den treffe ich manchmal in Wiener Neustadt. Ein Rüde, ein absoluter Schmusebär, verträgt sich mit jedem Menschen, jeden fremden Menschen, ja. Mit jedem Kind, mit jedem Hund, egal welchen Geschlechts, aber körperlich beieinander wie aus Granit geschlagen. Stahlharte Muskulatur, aber süßer geht's gar nicht mehr. Individuelle Geschichte. Dennoch, wenn Ihnen ein Dogo mal abrutscht, dann grüß Gott, Herr Kompott. Beim American Bulldog, schauen Sie, hier habe ich eigentlich bis jetzt nur recht angenehme Hunde kennengelernt. Ich weiß, selbstverständlich gibt es American Bulldogs, die hier ähnlich funktionieren werden wie dieser Dämon da von der Ausstellung, dieser Dogo Argentino. Doch die American Bulldogs, die ich kennengelernt habe, waren alle etwa so unterwegs wie deutsche Boxer. Ja? Etwas schwerer, aber locker drauf, ja? Als würden sie mit einem Grinser durchs Leben laufen. Ja, Sie können das jederzeit haben von einem American Bulldog, einem erwachsenen Hund, egal ob Brüder oder Hündin, dass der da mal vielleicht weniger gut aufgelegt ist, wenn es zu Begegnungen mit Artgenossen kommt. Und wenn Sie da nicht aufpassen, auch hier wird recht schnell viel Staub aufgewirbelt. Ich sah American Bulldogs schon im Konflikt mit anderen Hunden und ich sage Ihnen was. Puh, also da geht schön was weiter. Das sind schon Powerpakete, die anständig was am Kasten haben. Aufpassen. Also wie gesagt, auch das sehr kräftige Hunde, die Ihnen abrutschen können, ja, aber die etwas, meiner Meinung nach, etwas gemütlicher unterwegs sind. Wenn Sie jetzt ein Mensch sind, der sagt, schau, mir gefällt die Optik beider Hunde. Ich bin mir aber nicht sicher, welchen beider Hunde ich mir nehmen soll. Nun schauen Sie, wenn Sie ein sportlicher Mensch sind, der es wenig auf dem Abricht des Sports abgesehen hat, aber ein Mensch sind, der viel unterwegs ist und gern seinen Hund dabei hätte, dann nehmen Sie sich den Dogo Argentino. Spricht aber auch nichts dagegen, sich einen American Bulldog zu nehmen in diesem Fall. Ja. Allerdings, wenn Sie ein Mensch sind, der es eventuell auf den Hundeabricht des Sports abgesehen hat, dann würde ich die Finger vom Dogo Argentino lassen, bei dem es eine Glückssache ist und natürlich auch eine Sache Ihres Händchens, ob Sie hier Erfolge einfahren oder nicht. Hier würde ich eher zum American Bulldog greifen, der sich genauso wie der Dogo dazu eignet, über Stock und Stein unterwegs zu sein, aber weit mehr für den Hundeabrichtesport da ist. Also der ist ausgestattet mit weit mehr Will to Please. Er ist der trainierbarere Hund, da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Dann kann vielleicht auch ein Entscheidungsgrund sein, derjenige, wollen Sie den etwas massigeren weißen Hund, nehmen Sie sich den Johnson-Typ des American Bulldogs. Wollen Sie einen Hund, der unterwegs ist wie der Dogo Argentino, aber vielleicht nicht ganz die Schulterhöhe erreicht, ne? Dann schlagen Sie zu auf den Standard-Typ, auf den Scott-Typ des American Bulldogs, ja? Zum Beispiel. Oder haben Sie sich in den Charakter des American Bulldogs verliebt, Sie wollen aber einen Hund, der den Dogo mehr ähnelt. Nehmen Sie sich den Hybrid-Typ des American Bulldogs. Also hier gibt schon viele Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Generell sei gesagt, das sind beides fantastische Hunde. Ich bin ein Fan beider Hunderassen, totaler Fan. Ja. Doch wenn Sie mich fragen, welchen Hund ich mir nehmen würde, ist ganz klar. Ich würde hier ganz klar und ohne viel nachzudenken für den American Bulldog entscheiden. Der Hund ist für mich, für meine Verhältnisse, für meine Ansichten ist besser auf mich zugeschnitten. Er hat alle Vorteile des Dogo Argentinos und der Dogo Argentino hat aber nicht alle Vorteile des American Bulldogs. Für mich, ja, Sie verstehen schon, was ich meine. Deswegen meine Entscheidung. Und hier würde ich mir höchstwahrscheinlich entweder den Hybrid oder den Johnson-Typ nehmen. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlicherweise verschieden. Beides sind fantastische Hunderassen. Tolle Sache. Ja. Ja. Viel mehr kann ich zu diesen beiden Kapazundern eigentlich nicht sagen. Aber zu Ihnen kann ich sagen, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Am Wochenende jetzt möchte ich versuchen, ein sehr interessantes Video zu bringen, wo ich die Kommentarfunktion dann wieder öffnen werde. Würde ich mich freuen über rege Teilnahme Ihrerseits in den Kommentaren. Da bin mir auch sicher, dass da einige Kommentare reinschneien werden. Das ist wieder ein interessantes Thema. Ja, somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.